Und damit herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video auf meinem Kanal Nuki Streams. Ja, normalerweise bin ich auf Twitch. Ihr findet mich auf Twitch TV/Nuki_Streams. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt soll es aber hier losgehen mit einer Tierliste zu den drei Fragezeichen. Liebe Freunde, wir gehen direkt rein. Ich habe es auch schon mal ein bisschen vorbereitet hier. Also, hier sind jetzt alle Folgen 1 bis 233 drin. Das sind sehr viele. Wir machen jetzt mal heute Folge 1 bis 100 ungefähr. Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber das ist erstmal der Approach für dieses Video. Kurz zu den Kategorien also, ja, drei Fragezeichen begleitet mich wirklich seit der frühesten Kindheit so. Ich habe als Kind schon gehört und dann immer mal wieder mit Pausen auch mal mehr, weniger geschaut oder gehört, sagen wir so. Und mein Steckenpferd sind wirklich Folge 1 bis 100. Da kenne ich mich, denke ich, recht gut aus. Habt ihr alle oft gehört. Hier hinten wird es dann ein bisschen dünner. Da sind so vereinzelt Folgen, wie zum Beispiel das feurige Auge, so die mir schon im Gedächtnis geblieben sind. Aber wenn du mir jetzt sagst, hier ähm, Fußballteufel, da kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, was jetzt da die Handlung ist und es dann auch einzuordnen. Ähm, Weiß ich nicht. Da kann man vielleicht mal durchgehen oder sagen, das interessiert mich nochmal. Aber wir konzentrieren uns auf die frühe Ära der drei Fragezeichen. Da sind wirklich ein paar Banger-Folgen dabei und da würde ich gern auch mal meine Meinung einfach für die Ewigkeit festhalten. Und dafür haben wir uns hier einige Kategorien gemacht. Wir haben einmal, ja, wir fangen mal von oben an. All-Time Favorite. Das sind wirklich, ja, meine Lieblingsfolgen. Ja, das alles ist persönlicher Geschmack. Ich glaube, das muss man nicht dazu sagen, weil wenn ich mir Tierlist von anderen anschaue, ja, da denke ich mir auch, hm, wieso ist jetzt meine Lieblingsfolge nicht ganz oben oder wieso kommt die Folge, die ich eigentlich mag, bei anderen nicht so gut an, aber darum soll es ja nicht gehen, sondern einfach, welche finde ich spannend und warum. Also wir haben hier All-Time Favorite, ja, über die geht wirklich nichts drüber. Legendär, sage ich, okay, das ist wirklich auch eine richtig geile Folge, aber sie ist kein All-Time Favorite. Vielleicht wo da die ähm, Abstufung ist, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht zeigt sich das auch im Laufe der Tierlist. Ist auch meine erste Tierlist, Leute. Also ich habe bisher noch keine gemacht on Stream, aber finde es eigentlich gut. Ich habe auch die letzten Tage ein paar Mal so Videos von Etienne Gade geschaut, wo er, ich glaube, einmal Marvel-Filme und einmal Star Wars-Filme gerankt hat und finde es eigentlich ganz cool, weil man da einfach dann was hat, worüber man gut reden kann. Und Marvel kenne ich mich nicht aus. Star Wars könnte ich jetzt auch nicht so aus dem FF drüber reden, aber bei drei Fragezeichen eben schon. Ja, spezial gelagerter Sonderfall als kleiner Not so. Ich bin hier einfach noch nicht so sicher, was da eine gute Einordnung ist. Also ein Sonderfall, das ist schon ein sehr, sehr starker Fall. Ist vielleicht nicht legendär, ist kein All-Time-Favorite, aber es ist ein grundsolider Fall. Ähm, Ist eigentlich schon dieses hier, ja, ist okay, hat Schwächen, ähm, maximal zum Einschlafen, ja. Vielleicht, also, die kann man sich zum Einschlafen geben, das heißt, es sind keine nervigen Charaktere dabei oder so. Ja, nicht meins, damit kann einfach ich nichts anfangen, aber ich will ja jetzt auch niemanden zu nahe treten, wenn ich sage, also es ist einfach nicht meine Folge so. Und dann noch eine Kategorie, die, sagen wir, kennen wir jetzt nicht oder weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil ich sehe da hier schon so ein paar interessante Fälle. Also der seltsame Bäcker zum Beispiel. Da wird es dann spannend, wo ich die einrenke. Gut, dann starten wir damit. Und wir haben jetzt hier die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Ja, wirklich, also der Klassiker schlechthin. Und ich würde sagen,
Ich würde sie bei legendär einsortieren. Also, es ist jetzt kein All-Time-Favorite. Es ist so nicht so, wenn ich sage: „Okay, habe heute Bock auf eine drei Fragezeichen", dass ich mir denke: „Ja, komm, mach einfach Super Papagei an, das passt dann schon." Ähm, Spielt auf jeden Fall in dieser Riege mit. Also, wenn man mal Bock hat auf einen Fall und also, es ist eine fucking legendäre Folge. Also, ähm wir gehen mal kurz durch. Also, klar, es ist die erste Folge, die Sprecher sind super jung noch. Ähm, Vielleicht aus deren Sicht haben sie da noch Fehler gemacht, aber als Hörer, finde ich, kriegt man das nicht so mit irgendwie. Und es gibt eine Schnitzeljagd, es gibt den Anti-Helden der drei Fragezeichen, Victor Eugene wird eingeführt in der Folge. Morten taucht mit auf. Also es ist viele ähm, der Sachen oder ja, also vieles taucht schon auf und was dann später nochmal aufgegriffen wird. Die Schnitzeljagd ist gut. Es gibt viele Sachen, also sowas wie lokulische Genüsse sagt man heute noch. Ja, das ist ein Zitat aus der Serie. Und neulich im Real Life, ja, auf der Arbeit drückt mir eine Teilnehmerin, also eine Kundin, drückt mir ein Buch in die Hand und sagt, das wäre doch was für dich. Und da steht drauf, ja, Lucullus. Und ich meine zu meinem Kollegen dann so, ja, Lucullus et Lucinius et, ja, ich krieg's jetzt nicht ganz auf die Reihe, aber Genüsse sagt man heute noch. Ja, das weiß ich alles von da. Ja, ähm, ja, also da sind viele so, ja, L ist die römische Zahl für 50. Also das ist, was ich auch an guten Folgen schätze, ist, wenn man da was lernt quasi und so unterschwellig so. Ähm, also das mit den lokulischen Genüssen und so weiter, wie sie da das Rätsel lösen und sich der Lösung annähern, finde ich gut. Ähm, Auch dieser Junge, der dabei ist, weiß jetzt nicht, komme ich jetzt nicht auf seinen Namen. Ähm, Ist auch cool. Also, ist immer cool, wenn dann andere Kinder noch mit dabei sind manchmal. Kann auch in eine komische Richtung gehen, wenn das irgendwie nervige Kinder sind. Meistens auch bei, Mädchen hatte ich das so das Gefühl, es gibt nicht so viele coole Frauenfiguren, wobei so die Freundinnen von den, vielleicht dann schon so Lys oder so, die sind schon cool, sage ich, aber die tauchen jetzt nicht so oft auf und wenn dann welche, dann sind es irgendwie in meinem Empfinden irgendwie nervige Mädchen. Ist mit dem Jungen gar nicht der Fall. Der hat einen sympathischen Onkel oder so oder sein Vater so, der diese Papageien verkauft hat und so. Also, finde ich eine legendäre Folge. Hat alles, also wirklich eine Top-Schnitzeljagd, ein cooles Ende, Victor Eugene, also da passt eigentlich alles an der Folge. Ähm, Ist also eigentlich auch ein All-Time-Favorite. Also, kann man nicht sagen. Also, sie ist legendär. Sie ist legendär, ja. So, dann und jetzt wird's nämlich schon der Phantomsee. Da müsste man sich jetzt schon überlegen, was ist da noch mal passiert im Phantomsee? Ich ich tue sie jetzt mal hier rein, weil vielleicht kommen wir später noch drauf. So, dann kommen wir zu der Karpatenhund. Ich versuche mich zu erinnern, was da ist, aber ich komme nicht drauf. So, dann der Karpatenhund. Der kam jetzt kürzlich ins Kino. Ich habe die Verfilmung nicht gesehen. Ähm, Man merkt, aktuell wird das Thema Fragezeichen, drei Fragezeichen ordentlich ausgeschlachtet. Also, was es nicht alles gibt, also Energy Drinks oder die machen eher so Limonaden, so Pizza, Lollis, Kalender. Also es gibt, glaube ich, inzwischen wirklich alles und ähm, die haben geschnallt, dass sie damit richtig Kohle verdienen können, so außerhalb von den Hörspielen und den Büchern. Und ja, kann ich mich jetzt eigentlich auch nicht. Aber der Karpatenhund, ja, ist der Karpatenhund, ja, er ist eine spezial gelagerte Sonderfolge, glaube ich. Ja, ja, wir machen mal sehr gut, ja, sehr gut. Es ist eine sehr gute Folge, ja, ja. Weil spezial gelagerte Sonderfall, ich glaube, damit kann man nicht so viel anfangen. Ähm,
Ja, der Karpatenhund ist gut. Ähm, ja, ich muss wirklich aufpassen, dass ich da im Kopf nichts. Ist es das, wo der Verlag abbrennt? Nee, wo der Verlag abbrennt, das ist die Karten, der magische Kreis ist so das mit ähm, Beanie. Ja, mit Beanie. Also sehr viele Namen, wo ich jetzt vielleicht nicht drauf komme. Was haben wir bei Karpaten? Und ja, also wir haben ein Objekt, was verschwindet auf mysteriöse Weise. Und die drei Fragezeichen sind an einem fremden Ort am Ermitteln. Aber was mir an der Folge sehr gut gefällt, ist, dass also ich habe da, wenn ich die höre, habe ich immer so ein gleiches Bild, wo die stattfindet. Also wie dieses Haus mit dem Pool davor und dieser Kirche, die daneben dran ist. Also wenn ich jetzt gerade daran denke, dann bin ich an diesem Ort, ja. Und das schaffen nicht viele Folgen und dafür mag ich diese Folge sehr, dass sie mich da so reinzieht und sie wenden dann auch so ein bisschen so Detektivtricks an, um herauszufinden, ob jemand die Tür öffnet oder so. Also so ein bisschen das Handwerk kommt gut rüber. Es gibt auch wieder so eine, ja, eine Schnitzeljagd würde ich es nicht nennen, aber ähm, ein Mysterium, was geklärt werden muss. Und ja, sagen wir, okay, der Karpatenhund, auch das Cover verspricht vielleicht ein bisschen zu viel. Also deswegen, sie ist nicht legendär, da passiert dann nichts Eindrucksvolles irgendwie. Also sie suchen halt diesen Karpatenhund und am Ende finden sie ihn auch. Also finde ich dann auch gut die Auflösung, so wo er versteckt war und so. Die schwarze Katze. Auch ja, also ist eine Folge, wo wir Peter, glaube ich, zum ersten Mal besser kennenlernen. Ja, klar, es ist Folge 4. Wir erfahren, dass Peter gut mit Tieren kann, weil sein Vater beim Film arbeitet und er da schon mit Tieren zu tun hatte. Ähm, Es geht da auch unter anderem um einen Löwen, also und man merkt, Peter ist eigentlich doch ein tougher Typ irgendwie und hat seine Skills. Ähm, ich bin dabei, die in legendär zu packen. Ähm, Ich würde schon eher sagen, sie ist legendär, weil da so auch so Sachen, so dieser ähm, Khan, der Kraftmensch, da sind viele sehr unique Characters dabei, wie Khan, der Kraftmensch, ähm, oder ich glaube, so ein Fliegenmensch, also irgendwie da kommen sie dann, wie hätte er über diese Wand kommen sollen? Ja, mit so Schuhen, mit denen er an der Wand laufen kann wie eine Fliege. Und das ist auch sowas, da habe ich auch ein sehr genaues Bild davon, so wie dieser Zirkus ausschaut. Und also wenn man diese Folgen dann sehr oft hört, irgendwie brennt sich das dann so ein und ich bin mir sicher, also auch der Apartment-Komplex aus der Karpatenhund wird bei jedem anders ausschauen, ähm, im Kopf so. Aber die schwarze Katze, ähm, ist eigentlich, finde ich, ähnlich wie der Super Papagei eine legendäre Folge, einfach weil es ein Klassiker ist und einen coolen Schauplatz, diesen Zirkus, einen coolen Fall. Sie sind irgendwie auf der Suche nach diesen schwarzen Katzen. Es sind ja dann auch mehrere, in denen oder was versteckt ist und ein großes Mysterium. Und von daher finde ich das auch eine legendäre Folge. Also eine, ja, kann ich mir auch immer gut anhören, aber All-Time Favorite ist es vielleicht auch nicht. Dann der Fluch des Rubins. Ja, wir packen mal Phantomsee nochmal zu anhören und ranken die dann vielleicht später nochmal ein. Ähm, ja, der Fluch des Rubins, da taucht, ja, es ist die Folge mit Angus, glaube ich. Es ist schon die frühere, weil es gibt dann später nochmal, wir haben es hier schon irgendwo gesehen, das feurige Auge hier, das auch, also wenn man sich auch mal die Cover anschaut, ja sehr ähnlich sind. Und ich glaube auch dieser eine Typ taucht wieder auf, der mit den Punkt zwischen den Augen oder so, ja, der hat eine Klinge in seinem Stock versteckt und so. Also
wir haben wieder einen Antagonisten, ähm, der sehr viel gröber erscheint als Victor Eugene, der sehr feinfühlig ist und auch ähm, sensibel, fragil ein bisschen so. Also Eugene stelle ich mir schon als so einen hageren Typen vor irgendwie. Und der Bösewicht hier, ja, er kommt zu denen auf den Schrottplatz, ja, er stellt sich und zeigt sich und macht klar, wer hier der Chef ist. Und mit August August auch wieder versteckte Referenzen drinnen, also zu ähm, historischen Persönlichkeiten, auch wieder grundsolider Fall. Ähm, aber sehr gut, weiß ich nicht. Es ist ein solider Fall, würde ich sagen. Ey, die Übergänge sind da fließend, aber der Karpatenhund bleibt mir da einfach mehr im Gedächtnis als jetzt der Fluch des Rubins. Der, der ist eine starke Folge, aber, aber ich kann mich jetzt zum Beispiel gar nicht an das Ende erinnern. Irgendwie kriegt er dann das Erbe oder so. So, der sprechende Totenkopf, ja. Der sprechende Totenkopf, ja, der gehört definitiv dahin. Ist, würde ich sagen, auch eine legendäre Folge. Ähm, Wir haben zum ersten Mal irgendwie so ein gruseliges Element, was später durchaus noch öfter aufgegriffen wird. Also, man merkt schon, auch wenn man es mit anderen Hörspielserien vergleicht, so ja, da werden schon Themen behandelt, andere Themen, also wie der Tod, ja. Gut, der sprechende Totenkopf, aber das überhaupt so früh da einzubauen, finde ich schon gut. Wir haben wieder ein großes Mysterium. Ich will immer Ministerium sagen, aber das ist natürlich völlig falsch. Ein Mysterium um diesen sprechenden Totenkopf. Wir haben einen Gastauftritt von einem Jungen, den ich auch cool finde, auch immer sympathisch fand. Ähm, Sie finden diesen Koffer und darin diesen Totenkopf und der Totenkopf fängt an mit Justus zu reden und also auf jeden Fall, es ist eine solide Folge. Sie ist sehr gut, meiner Meinung nach. Ist sie legendär? Vielleicht nicht. Vielleicht ist sie nicht so legendär und sie ist nur sehr gut. Ja, der unheimliche Drache, da geht's jetzt schon los. Also, ich glaube, das war so eine Folge, von denen ist nicht meins, ja. Also, wir kommen da später, glaube ich, auch noch mehr, aber es gibt so manche Folgen, wo sie dann gegen so Wesen und dann stellt sich raus, ja, irgendwie das sind Roboter oder keine Ahnung so und das ist dann auch so was wie der Superwal oder sowas, wo sie dann in so Mini-U-Booten, die aussehen wie Delfine, so, das ist mir ein bisschen zu abgespaced, ja, das fühle ich nicht so. Aber was ich dagegen sehr fühle, ist die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Ich würde sagen, das ist einer meiner All-Time-Favorites sogar. Ja, Matthias Green, der Geist von Matthias Green geht um. Der grüne Geist hat viel, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also diese ganze Story-Arc um die Perlen, ähm, wo sie dann gefangen genommen werden und ähm, im Keller eines chinesischen Restaurants. Und wie wissen sie das? Ja, weil das Essen so authentisch zubereitet wurde. Und da treffen sie dann diesen alten Chinesen, der unbedingt die Perlen haben will. Sie sind ein bisschen unterwegs auch, also, erst encountern sie irgendwie den grünen Geist und dann werden sie noch eingeladen von Lydia Green, auf ihr Anwesen zu kommen, weil dort jetzt der Geist auch erschienen ist, und die Anwesenheit des Geistes versetzt die Anwohner oder die Farm die Erntehelfer in Angst und Schrecken und die 3 Fragezeichen beziehungsweise es sind, glaube ich, nur Peter und Bob, wenn mich nicht alles täuscht. Einer ist, glaube ich, zu Hause geblieben und sind da mit Pferden unterwegs und auch wieder eine solide Schnitzeljagd, coole Charakter, also alles um diese Familie Green.
finde ich sehr, sehr nette Schauspieler und Sprecher. Von daher gefällt mir das sehr gut und ich höre da immer wieder gerne rein. Also, und obwohl es eine alte Folge ist und teilweise, also neulich hatte ich es erwähnt bei, wo ich Karate Kid 1 angeschaut habe, ähm, dass man früher Asiaten so gesprochen oder geschauspielt hat mit so einem bisschen weirden Akzent. Findet man bei 3 Fragezeichen durchaus auch aus der Zeit, so Grüne Geist hat da, denke ich, auch Elemente, aber mich stört's da gar nicht. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich eine sehr sympathische Folge. Die rätselhaften Bilder würde ich jetzt mal zu solide packen, weil es hat eine coole Schnitzeljagd, ja. Es geht so um Bilder und auf allen Bildern ist immer das gleiche Haus, aber die Markise ist immer ein bisschen anders oder so kleine Details sind anders. Und die 3 Fragezeichen versuchen eben das, Rätsel zu lüften hinter den Bildern. Ist ein cooler Fall, aber jetzt auch nicht zu spannend. Ähm, ist eine gute Folge, kann man sich gut geben. Ähm, ist angenehm zum Hören so, hat keine Aussetzer, keine Schnitzer drin oder so, aber es ist nicht so, ähm, einprägsam wie in sehr gut oder wirklich so einzigartig wie legendär und nicht so oft gehört, deswegen nicht im All-Time Favorite. So, die flüsternde Mumie. Ich glaube, das ist von vielen ein sehr gemochter Fall. Ich muss sagen, ich habe den gar nicht so oft gehört. Ähm, es gibt so ein paar Folgen, vielleicht ist es sogar schon die erste, wo, also erstmal bei vielen so diesen ägyptischen Folgen, ähm, da taucht dann dieses Mädchen im Rollstuhl auf, ist ja noch okay. Und Rubbish George. Und dann fahren sie irgendwie nach Ägypten oder keine Ahnung, ich verstehe es überhaupt nicht, wo die sich immer befinden und so. Gefällt mir da nicht so gut. Aber es kann auch sein, dass es eher die Folge SMS aus dem Grab war. Ich glaube, SMS aus dem Grab ist ähm, auch mit Rubbish George und so und keine Ahnung. So, Gespensterschloss. Ja, Gespensterschloss ist das, wo ähm, Peter und Bob sind irgendwie unterwegs zu zweit und kommen dann an einem Haus vorbei und hören da Schreie. Und da ist so eine Gruppe von Leuten. Ist es das? Ich glaube schon. Aber, und dann ist da noch irgendwie einer eingemauert und so. Es ist bestimmt eine coole Folge, aber ich muss sagen, da klingelt gerade jetzt nicht so viel bei mir. Ähm, deswegen, ich würde sagen, die ist okay. Die ist okay. Aber wenn in den letzten 30 Jahren bei mir da nichts hängen geblieben ist, dann ist das schon ein Zeichen. Ja, die will ich unbedingt noch mal hören, glaube ich. Ja, ich pack mal die flüsternde Mumie auf Ist nicht meins, ja, da will ich auch nicht noch mal reinhören unbedingt, aber in die 2 würde ich schon noch mal reinhören oder mir die noch mal ganz anhören, um zu wissen, um was es da geht. So, Seltsamer Wecker. Seltsamer Wecker ist die denkbar schlechteste Folge zum Einschlafen und auch sonst bisschen nervig. Also, diese Wecker, die dann am Rumschreien sind, ähm, ist bisschen speziell so. Aber sie haben schon 'ne so auch bisschen so eine Schnitzeljagd. Sie gehen da von Haus zu Haus und versuchen so alte, ähm, Weggefährten von dem Mister Clock heißt er, glaube ich sogar, ähm, aufzuspüren und hinter das Geheimnis der seltsamen Wecker zu kommen. Ist okay. Also, ich würde das Cover ist ziemlich cool, muss ich sagen, wenn ich das Cover so sehe.
Ja, ich liebe auch die alle Cover von, Agatha Rasch. Heißt sie so? Bin ich jetzt dumm? Sie heißt so, oder? Agatha. Sie heißt nicht so. Agatha Rasch. Ich verwechsel da was. Ja, weil Rasch ist der neue. AR. Eiger Rasch. So, Eiger, sorry. Ja, also alle Cover von ihr. Ich hätte so gern eins davon als Poster irgendwie, dass man sich das zu Hause hinhängen kann. Ähm, und wenn ich mir das so anschaue, der seltsame Wecker ist auf jeden Fall wär wär 'n cooler Contender, auch wenn es nicht meine Lieblingsfolge ist, aber so als Cover oder als Poster kann ich mir das sehr gut vorstellen. So, der lachende Schatten, ja, sorry, ist auch überhaupt nicht meins. Ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr grad. Auch Bergmonster, das sind alles so komische Folgen, 'n bisschen Rasender Löwe, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was da abgeht. Ähm Also, Zauberspiegel finde ich eine solide Folge. Also, finde ich eine gute Folge. Es gibt wieder so ein mysteriöses Objekt. So eine Frau sammelt Spiegel und hat einen ganz besonderen Spiegel. Und dann gibt's da jemand, der will um jeden Preis diesen Spiegel abkaufen. Und kann man sich anhören. Also, ist, denke ich, eine solide Folge und reiht sich hier auch ganz gut ein. Finde ich, ja, das passt. So, gefährliche Erbschaft. Da sind wir jetzt wieder hier. Fluch des Rubins, gefährliche Erbschaft. Bringe ich da nicht was durcheinander, weil das hier sieht mir eigentlich eher aus nach August August. Das hier ist August August und da ist was versteckt. Also glaube ich, bringe ich da was durcheinander und müsste mir die dann nochmal anhören. Die Geisterinsel würde ich auch sagen, also sie ist definitiv legendär. Eine der wirklich auch so eine Core-Folge. Ähm, Auch ein geniales Cover, wie ich finde. Also, es erzeugt also, so diese Geisterinsel, okay, da ist leider sind die Bilder ein bisschen klein jetzt hier, aber ja, so 'n Grundstimmung des Unwohlseins, irgendwie so eine Insel, die sehr rockig ist, also, sehr steinig. Es gibt keine Wege oder so und dann so eine lange Gestalt und ich finde, man hat wieder coole Charaktere. Peters Vater ist mit dabei, der auf der Insel einen Film dreht und die 3 sollen, ähm, als Statisten mitmachen oder so und treffen dort einen Jungen, der auch wieder ähnlich zu der sprechende Totenkopf ist, so auch ein sympathischer Junge, der bezichtigt wird, oder beschuldigt wird, dort Diebstähle zu begehen. Hm. Um seinen armen, kranken Vater. Also, die Parallelen sind auch zum Super-Papagei da. Also, da ist auch wieder so 'n armer mexikanischer Junge, der aber dort Gold findet und auch also diese ganzen mit diesem Karussell auf der Insel und so. Also, da werden sehr viele Bilder erzeugt, die ich gut finde, das mir Spaß macht zu hören. Also, auch wie sie werden erst abgeholt und dann auf die falsche Insel gebracht und sind dann nachts bei Sturm auf einer einsamen Insel gestrandet, so. Sie sind da am Tauchen, sie haben Spaß, irgendwie dieses Filmthema kommt ein bisschen mit und gute Sprecher, finde ich, also und macht einfach Laune, die anzuhören. Ähm, und der Nostalgiefaktor ist auf jeden Fall da. Lustig, dass direkt danach der Teufelsberg kommt und sehr, sehr ähnlich aussieht. Also, wenn man die mal sich so nebeneinander anschaut, könnte man ja meinen, irgendwie, das ist die haben gesagt, Geisterinsel hat sie die beiden Bilder vorgelegt und dann haben sie gesagt: „Nee, ey, unsere nächste Folge heißt Teufelsberg. Wir nehmen das einfach dafür“ oder so.
Ähm, also hier Teufelsberg, weiß ich nicht. Weiß ich gerade echt nicht. Ja, da sieht man auch, ja, ich höre auch immer dieselben 5 Folgen zum Einschlafen, also oder zum Zocken oder so. Da mache ich gerne mal eine 3 Fragezeichen an oder wenn man mal irgendwo hinfährt länger, so im Zug einfach sich 2 3 Folgen draufladen, kann man die gemütlich anhören. Also das ist wirklich, ähm, Balsam für meine Ohren. Und hier, also da es verschwimmt wirklich sehr, sehr viel, weil auch ich finde, Flammende Spur, ja, da sind sie auch wieder in so einem verlassenen Geisterhaus und also Geisterhaus, ja, 'n verlassenes Haus, wo mysteriöse Sachen passieren und die flammende Spur, ja, es ist auch so ein eingemauerter Geist irgendwie und, äh, sie sehen da Fußspuren im Staub und die flammen dann grün auf und so. Ähm, Ist okay, würde ich sagen. Ja, müsste ich mir dann auch noch mal anhören, um wirklich zu sagen, die ist jetzt besser oder schlechter als Wecker. Aber wir gehen jetzt mal von meinem aktuellen Wissensstand aus und da weiß ich, dass die gefährliche Erbschaft auch solide ist. Ist eine solide Folge, würde ich sagen, ja. Weiß jetzt nicht 100%, aber es ist die mit August August. Von daher würde ich sagen, ist eine solide Folge. Es bleibt nicht zu sehr im Gedächtnis, kann aber auch wirklich an dem Cover und an den Thematiken liegen, die manchmal wirklich nah beieinander sind. Also, ähm, so, der tanzende Teufel. Was ist der tanzende Teufel? Es ist nicht der tanzende Drache, der ist in den Volk der Winden, ja, da kommen wir noch zu. Auch einer meiner Lieblingsfolgen. Und der tanzende Teufel ist eher ein kleiner Mensch, ein Zwergenmensch, ein Lilliputaner oder wie man heute korrekterweise sagt, ähm, der sich irgendwie verkleidet und Stress macht und Sachen klaut von kleinen Mädchen und kleine Mädchen beauftragen die 3 Fragezeichen. Ich glaube, das war ungefähr die Storyline, ist nicht meins, ja. So ein Kobold, der sich verkleidet und dann irgendwie den Teddybär klaut, weil er glaubt, da sind Drogen drin. Ne, Drogen sind da keine drin, aber Perlen oder so. Ne, ist nicht meins. Auch wieder eigentlich ein fantastisches Cover, aber das Cover hält in keinster Weise, was der Inhalt, ähm, versprechen würde. Also, da erwartet man irgendwie was anderes, als was man bekommt und was man bekommt, ist eine Enttäuschung im Vergleich zum Cover, das eigentlich sehr, sehr cool ist. Also, das finde ich das gefällt mir schon sehr gut. So, der verschwundene Schatz. Ist es schon es gab später noch mal so eine Folge mit so Mönchen, ähm, nicht das ja, hier „Und der Schatz der Mönche“ und „Der verschwundene Schatz“. Ja, auch hier also, hier ist wieder Mönche und Schatz und hier ist es der verschwundene Schatz und ein Asiate auf dem Bild. Also und ich kann mich an diese Folge erinnern, wo sie, glaube ich, beauftragt werden, irgendwie sie sind in 'nem Museum und bieten ihre Hilfe an, was wiederzufinden, so oder was zu behüten oder so. Müsste ich mir noch mal anhören, um das zu sagen. Ähm, ja, so Aztekenschwert. Aztekenschwert sind sie auf 'ner Ranch, auch wieder mit 'nem anderen Jungen zusammen. Der Junge ist auch wieder cool. Auch wieder so einer, wie von denen, also wirklich so das sind immer irgendwelche so mexikanische Jungen, ähm, die aber wirklich sehr nett sind. Also, ähm, es ist hier schon am Anfang, wo dieser Junge, gerät in eine Konfrontation mit Skinny Norris, einem der Erzfeinde oder dem Erzfeind von den 3 Fragezeichen und behauptet sich und setzt sich durch und erwirkt sogar eine Entschuldigung von Skinny Norris so. Und
Daraufhin freunden die 4 sich an, also Peter, Justus, Bob und dieser Junge. Und er lädt sie ein auf die Hacienda, auf ihr Gut so. Und das wird aber bedroht, weil jemand will das Gut, glaube ich, kaufen und um den Preis zu drücken, werden da Scheunen angezündet und so weiter. Und sie finden aber heraus, dass ein Schatz irgendwo hier vergraben sein muss. Und sie gehen dann auch irgendwie zu so städtischen Ämtern und holen sich Karten von damals und so weiter. Also auch wieder so ein historischer Kontext, den ich sehr schön finde. Und alles in allem auch eine coole Geschichte, so. Würde ich sagen, ist solide. Er ist besser als die, ähm, aber auch so ein bisschen so. Es gibt noch eine andere Folge auch mit einem Schwert auf dem Cover und die ist meiner Meinung nach besser. Von daher sage ich mal, ist solide, kann man sich gut anhören. Ähm, Man kann dem Fall auch gut folgen. Das finde ich auch immer so eine Sache, gerade bei den späteren Fällen. Da kann ich dann irgendwie nicht mehr so gut folgen oder so. Also, vielleicht kommt es auch einfach, weil man die da unten die ersten Folgen habe ich sehr, sehr oft gehört und dann baut sich so das Bild mehr und mehr zusammen so. Na klar, am Anfang ist man konzentrierter beim Hören und dann später lässt es vielleicht nach. Ähm, Deswegen finde ich das ganz gut und ich würde es ein bisschen weiter vorne einsortieren, so. Ne, ne, wir lassen es so. So, die silberne Spinne. Ja, Peter ist gerade bei einem Sportevent und ich glaube, Justus fällt auf die Spinne drauf und rettet damit einem Sportler das Leben. Zumindest glaubt der Sportler das und besucht Just darauf im Krankenhaus. Ähm, und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, weil er gar nichts von der Spinne weiß. Er ist einfach nur auf den Boden gefallen und dabei hat er diese Spinne. Und die Spinne kommt irgendwie aus Afrika oder so. Ist es das? Oder ist es was anderes? Ja, ist eine okaye Folge. Also die müsste ich mir jetzt auch nicht nochmal anhören, um zu wissen, ob es genau die ist. Ja, da höre ich dann die ersten 5 Minuten und weiß, okay, entweder sind sie da auf diesem Volleyballfeld oder eben nicht. Oder Tennis oder was es war. Ich glaube, ist eine okaye Folge. Wenn es die ist, hat es so ein bisschen Verbindung nach Afrika auch. Ähm, Man lernt ein bisschen was über Spinnen vielleicht so, aber overall eher eine schwächere Folge. Ja, die singende Schlange. Mir sind die Cover gar nicht so geläufig. Also das Cover kenne ich zum Beispiel gar nicht. Die singende Schlange. Vielleicht gibt es da noch mal ein anderes Cover, aber das würde mich sehr wundern eigentlich. Die singende Schlange, wenn mich nicht alles täuscht, ist die singende Schlange ist ein Typ, der in einem Haus ist, dort der Bedienstete ist und komische Rituale mit der Mutter macht und die Tochter findet es gar nicht so cool und verständigt darauf die 3 Fragezeichen, die dem Ganzen mal auf die Spur gehen sollen. Ähm, Ist vielleicht so eine Kategorie. Also, die kann man sich zum Einschlafen geben. Da gibt's keine lauten Schreie, so weit ich weiß. Sie plätschert so ein bisschen dahin und der Reveal ist dann so ein typischer Reveal irgendwie. So ein Ja, das ist ja eins der meistgenutzten Tropes von 3 Fragezeichen oder so, dass sie quasi ja, das Verbrechen, was begangen wird, sind irgendwelche Leute, die sich verkleiden oder eine Show abziehen. Also, sie verkleiden sich zum Beispiel als Bergmonster oder als tanzender Teufel oder als unheimlicher Drache, um, ja, die Leute fernzuhalten von etwas, ja. Also, ja, die haben gehört, da gibt's Gold. Und was machen sie? Sie graben nicht einfach nach dem Gold bei Nacht so, sondern sie veranstalten einen Spuk, ja. Sie stellen da Nebelmaschinen auf und ziehen sich dann ein Drachenkostüm an. Und um so Schauer zu verbreiten, dass die Leute ja nicht dahin kommen, um nach Gold zu suchen. Aber was macht es? Es ruft natürlich die 3 Fragezeichen auf den Plan und dann war es das mit der Goldsuche auch. Und ich glaube, genau so ein Ding ist das hier. Also
Am Ende kommt raus, ja, die singende Schlange ist der Butler und die wollten halt an den Weinkeller ran, ja, weil da steht eine 3000 Jahre alte Weinflasche oder so. Irgendwie sowas wird's gewesen sein. So, die Silbermine. Es ist, glaube ich, noch nicht die Zeit, wo wir nach Deutschland kommen. Es gibt, ja, das ist eher hier Geheimnis der Särge, Schattenmänner, Schatz im Bergsee. Also Diamantenschmuggel weiß ich gar nicht. Aber es sind so 3, 4 Folgen, wo sie in Deutschland sind. Ja. Es ist eine deutsche Produktion. Die ersten Fälle waren noch von amerikanischen Autoren ins Deutsche übersetzt. Aber, also die Vorlage kommt aus den USA, aber der Erfolg wurde erst in Deutschland gemacht, sozusagen. Und weil es ja deutsche Schauspieler sind und so weiter, liegt es dann nahe, dass man auch mal irgendwie 3, 4 Fälle in Deutschland macht, so, um das auch nochmal abzudecken. Und die Silbermine. Ich weiß, es gab eine richtig geile Folge mit Särgen und ich glaube, es ist die Silbermine. Weil das Geheimnis der Särge, ich finde es auch wieder lustig, ja, wenn man es mal so sieht man die Folgen ja selten, so alle auf einen Blick. Man hat hier die Silbermine und einen Sarg auf dem Bild und hier hat man das Geheimnis der Särge und wieder so eine Höhle und einen Sarg. Also diese 2 Folgen, die müsste man sich eigentlich mal back to back anhören. Hier der weinende Sarg. Aber ich glaube, es ist die Silbermine. Ja, die will ich mir auf jeden Fall, also ich sag mal, wenn es die ist. Aber ich müsste ja wissen, ob es die ist. Also der weinende Sarg ist es, glaube ich, nicht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, aber als ich die das letzte Mal gehört hatte, hat mir die sehr gut gefallen. Deswegen, ich schieb die jetzt mal in sehr gut. Aber eigentlich müsste ich sie mir nochmal anhören. So, der magische Kreis, ja. Da bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also das hier ist wirklich hier oben, das ist äh, die Riege der Unangefochtenen, ja. Also an den magischen Kreis lasse ich auch überhaupt nichts kommen. Hier ist jetzt Beefy Tremaine, ähm, so ein bisschen als Tollpatsch, diese Hexe, ähm, ihr Diener, der Hund, ja. Also es geht um ein Manuskript. Ja, die alten Damen werden unter Drogen gesetzt und es ist so ein bisschen so dieses so eine Fantasie von so einem alten Hollywood wird da vermittelt, das mir sehr gut gefällt, so. Ähm, sie sind da mit den Fahrrädern irgendwie unterwegs und, es ist wirklich sehr, sehr greifbar alles und hat eine gute Story, eine gute Erzählstruktur, wie ich finde und, ähm ja, mal so ein okkultes Thema finde ich auch cool und es ist auch einige spannende Momente dabei. Da sind sie dann in so einem Verlagshaus, werden sie eingesperrt. Ähm, also wirklich auch All-Time-Favorite. Höre ich mir immer wieder gerne an. Und wenn ich jetzt so drüber rede, hätte ich Bock, die nachher anzuhören. So. Der Doppelgänger, ja, Justus trifft irgendwie jemand, der aussieht wie er und ist nicht meins, ja. Habe ich auch noch nie so oft gehört. Riff der Haie, ich glaube, das ist wieder so ein U-Boot-Ding, so. Es gibt geile Folgen, wo sie tauchen, wie Geisterinsel zum Beispiel. Ich glaube, in der sprechende Totenkopf sind sie auch am Tauchen. Bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Ähm, ja, ja, doch. Justus ist krank und nur Peter und Bob gehen irgendwie tauchen da, glaube ich. Naja, safe. Ja, ich hoffe, ich tue der Silbermine jetzt hier nicht Unrecht. Ähm, aber ich glaube, das war eine geile Folge. Mhm. So, Narbengesicht. Finde ich gut. Finde ich eine sehr gute Folge, muss ich sagen. Ähm, ist eine solide Folge. Ist eine sehr gute Folge. Ist sie sehr gut oder solide? Vielleicht ist sie eher solide, weil wir haben wieder so ein bisschen
So diese so die machen so Gesänge in den Bergen irgendwie, das finde ich eine schöne Szene. Das wird auch gut vermittelt. Ähm, ja, ist eine solide Folge. Kann man sich gut geben. Ist jetzt nicht so eingängig, bleibt vielleicht nicht so viel hängen, aber es geht auch so um Waffenlieferungen und so weiter. Also wieder durchaus ernste Themen, die da angesprochen werden. Also es ist nicht immer nur jemand, der ein Kaugummi klaut oder so, sondern da sind schon, das ist auch ein bisschen wie eine Sekte oder so, die sich da trifft und dann tanzt, aber sie können da auch, ist auch wie ein Straßenfest ein bisschen, weil sie können einfach da hingehen und so. Finde ich gut, ist eine gute Folge. Ist eine solide Folge, ja. So, der Ameisenmensch. Ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit Insektenstachel, zu der wir auch noch kommen unter den Top 100. Der Ameisenmensch. Kann ich jetzt gerade so ad hoc nicht verorten, müsste ich mir noch mal anhören. Aber woran ich mich erinnern kann, ist die bedrohte Ranch. Und ich muss sagen, bedrohte Ranch gefällt mir gut. Ja, wir haben jetzt schon so verschiedene Themen haben wir angerissen, also so Schnitzeljagd, ähm, also eher was so mechanisch, übernatürlich haben wir auch, Geister, Rätsel, Tote, Verbrecher und jetzt wird zum ersten Mal kommen wir so ein bisschen in die Richtung UFOs. Also und es wird, glaube ich, zum ersten Mal dieser Autor erwähnt, der schrieb, es war ihr Ende oder so. Ja, er kommt öfter, also in Geheimakte UFO taucht da, glaube ich, auch nochmal auf. Ich habe, glaube ich, auch Geheimakte UFO zuerst gehört und dann später die Ranch. UFO habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Also auch eine insane Folge, wirklich richtig geil. Die bedrohte Ranch deutet das alles schon mal ein bisschen an. Ähm, Finde ich eine gute Folge, ist eine solide Folge. Also gefällt mir gut. Ähm, Ich kann mich nicht so gut an den Fall erinnern, muss ich sagen. Also was war da jetzt? Okay, die sind auf dieser Ranch und da sind so vermeintliche Regierungsangestellte oder Soldaten, Militärs und die lassen niemanden auf die Straße und blocken dann irgendwie eben die Zufahrt zu dieser Ranch. Und warum die das machen und was dann passiert, da hört ihr am besten selber mal in die Folge rein. Ähm, Gerade wenn man so Richtung UFOs und so ein bisschen, ähm, sie sind an ihrer Seite. Ja, jetzt kommen ja so Fetzen wieder hoch aus UFO. Und da in UFO sagt er eben, ja, dieser Autor hat geschrieben, sie sind an unserer Seite oder so. So, der rote Pirat, ja, das kommt mir jetzt schon wieder so vor, wie es gibt diese eine Folge, wo da kommt immer so ein Reiter und der ist verkleidet als jemand und so. Ja, keine Ahnung, ist nicht meins, ja. Kenne ich auch nicht, will ich jetzt auch nicht nochmal hören, interessiert mich jetzt nicht so. Aber vielleicht ist das ja auch eine Tierlist für mich, wo ich sage, ey, die da unten, da kann ich gut und gern nochmal reinhören, um zu wissen, wie die wirklich sind. Höhlenmensch, auch wieder sowas, da verkleidet sich einfach jemand als Höhlenmensch und man sieht's hier schon, ja, nur um seine Atzen zu rufen, um irgendwie da in der Höhle nach Gold zu suchen oder ja, meistens suchen sie nicht mal nach Gold, sondern irgendwas halt, also ähm, irgendwas anderes. Ähm, Superwahl, auch nicht meins. Ähm, Heimlicher Hehler, unsichtbarer Gegner, Perlenvögel. Ich muss sagen, da wüsste ich jetzt nicht so. Also Perlenvögel, irgendwelche Vögel, die Perlen klauen, ja, nee, interessiert mich jetzt nicht. Ich glaube, Automata ist cool, aber die würde ich dann auch noch mal anhören wollen, bevor ich die jetzt hier einranke. Also man merkt schon, ja, so gut kenne ich mich dann doch nicht aus, wie ich dachte. Aber jetzt, Freunde, kommen wir zu einer meiner
wirklich Top 5, ja. Also, wir können dann später noch mal All-Time Favorites ranken, aber Volk der Winde ist es für mich einfach. Also, die ist auch besser als die 3 schon mal. Also, die kann ich mit gutem Gewissen hier ganz vorne einsortieren. Ich liebe das Theme von diesen Indianern, dem Volk der Winde. Ich liebe es, dass sie da hingehen. Ähm, Auch, dass die Indianer in so einem Reservoir irgendwie versteckt wohnen und eigentlich findet man sie nicht, aber sie finden sie dann doch. Und der alte Indianer, der vor dem Hotel und auch sogar bei dem Hotel habe ich schon die Visuals, so wie das da ausschaut und so. Und der ihn warnt, geh nicht dahin und so weiter. Und auch 'n bisschen so zwielichtige Gestalten. Es gibt irgendwie so einen Anwalt dort oder so, der ihnen auch hilft, ähm, der auch mit, den 3 zum Volk der Winde fährt irgendwie. Also, er begleitet sie da auch. Also, gibt's auch nicht so häufig so Erwachsenenfiguren, die, den 3 helfen. Also, ähm, Morton wäre so eine, Inspektor Cotter, Inspektor, Reynolds, sind solche, Personen einfach so, dass sie auch mal Hilfe von Erwachsenen bekommen in brenzligen Situationen. Und da ist Volk der Winde, greift es so ein bisschen auf, aber bricht es auch wieder. Also, man darf nicht allen vertrauen da, ja. Also, Volk der Winde liebe ich wirklich über alles. Also, auch die Indianer und wie sie dann zu denen hinkommen und so und auch wieder ein bisschen so eine Schnitzeljagd und so. Also, so der weinende Sarg, keine Ahnung, höllischer Werwolf. Also, vielleicht sollte ich noch eine Kategorie machen mit Schmutz, aber ist nicht meins. Der höllische Werwolf ist nicht meins, werde ich mir auch nicht noch mal anhören wahrscheinlich. Ähm, ja, der gestohlene Preis auch nicht. Der Gold der Wikinger leider auch nicht. So der Schrullige, also, ja, der schrullige Millionär. Wir haben hier einen sehr nervigen Charakter dabei, den titelgebenden Hauptcharakter. Und er ist wirklich so eine ätzende Persönlichkeit. Also, das kann man sich zum Einschlafen geben, sage ich. Also, die kann man sich alle zum Einschlafen geben, ja, weil man wirklich, ja, man will das Ende gar nicht wissen, so, weil ist nicht so interessant. Und der schrullige Millionär, der ist schon nervig. Ähm, und hier muss ich jetzt sagen, hier wird's jetzt bisschen dünn. Das sind sicher coole Folgen. Also, ich glaube, gefährliche Fässer ist okay, verschwundene Filmstar ist okay, der riskante Ritt ist auch okay. Ähm, ja, Comicdiebe nicht meins, glaube ich, Musikpiraten. Also, hier hat man dann irgendwie so Comic und Musik, ja, irgendwie so popkulturell ein bisschen versucht, die Kinder anzusprechen. Dass hier der Gockel vergiftet wird, ey, juckt mich auch nicht so. Automafia müsste ich mir noch mal anhören. Gefahrenverzug, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Gekaufte Spieler ist Sportfolgen ist schwierig. Entweder ist sie ist geil, aber es gibt 2 3 geile Sportfolgen, aber dann wüsste ich jetzt nicht, welche es sind tatsächlich. Also, es gibt eine geile Fußballfolge, aber welche das jetzt ist, das weiß ich nicht. Ja. Ja, es tut mir leid, die Tierlist ist nicht so ausgereift. Die Rache des Tigers, das ist, glaube ich, ähm, ist es der die Tiger in seinem Garten hält, um sie zu malen. Ist okay zum Einschlafen, sage ich. Also, ich kann mich ein bisschen an die Story erinnern.
Ich denke, der verrückte Maler gehört da auch in die Riege, aber es ist dann auch das Cover so, dass wenn ich in die Folge reinhören würde, dann wüsste ich wahrscheinlich schon, um was es geht, aber jetzt so nur mit dem Cover, nur mit dem Namen kann ich damit nichts anfangen. Auch Spuk im Hotel ist auch maximal zum Einschlafen, ja. Ich glaube, sie sind in so einem Hotel und da passiert irgendwas und viele sind so Gespräche abends am Tisch und so. Man hat viele verschiedene Charaktere, ist ganz cool, aber bleibt jetzt nicht wirklich im Gedächtnis. Ja, ist es Fußballgangster? Eine davon ist es. Müsst ihr vielleicht alle mal mit einem Fußball auf dem Cover durchhören. Ansonsten hätten wir hier Geisterstadt und ich muss sagen, Geisterstadt ist eine meiner Favorite-Folgen. Auch. Aber ich würde sie zu legendär packen und nicht zu All-Time Favorite. Also sie ist schon All-Time Favorite, ja. Sie ist, ja doch, eigentlich schon. Also hier haben wir Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit ähm, als kleine Referenz drinnen. Ähm, ja, also davor, ich kannte Marcel Proust nicht und oft, aber ich habe mir zum Beispiel hier gekauft, ja, wegen den drei Fragezeichen und wegen Marcel Proust, hier so ein Buch. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt lesen. In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, eigentlich der Leser seiner selbst, schreibt Marcel Proust. Hier, das ist ein leeres Notizbuch, aber ich habe mir das mal gekauft wegen den drei Fragezeichen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit finde ich auch einen schönen Titel. Das ist ein schönes Notizbuch. Schau, hier mache ich dann so Sachen rein. Wie so ein kleines Bild. Hier mal ein bisschen was Düsteres in Anlehnung an David Lynch. Habe ich das mal. Möge er in Frieden ruhen. So, also hier male ich manchmal so ein bisschen rein. Was haben wir hier noch? Wir haben noch sowas. Ja. Also, Geisterstadt. Daher habe ich's. Und sie machen Urlaub. Ja, ja, sie machen Urlaub. Es passt gar nicht zu dem Cover. Wenn ich auf das Cover schaue, denke ich an was anderes, aber die Geisterstadt kommt dann später, findet die dann auch statt. Und sie machen Urlaub, Winterurlaub auf einem großen Anwesen von einem Spieleentwickler oder Spieleerfinder, der aber entführt wurde. Und ja, anstatt Urlaub gibt es dann einen knackigen Fall. Und mit Entführung, Erpressung und Lösegeldforderungen, die mehrmals platzen. Und das führt sie dann am Ende in die Geisterstadt. Titel finde ich, ähm, ja, weil die Geisterstadt, da treffen sie eine Informantin oder sowas, aber hauptsächlich findet es ja dann doch eher in dieser verschneiten Landschaft statt, als jetzt in so einer Geisterstadt. Von daher ist der Titel nicht perfekt gewählt, aber für mich eine Folge, die ich sehr gerne anhöre, obwohl es gibt also die, wie sagt man, nicht Stieftochter, sondern ähm, ja, die Frau vom Sohn des Spielererfinders. Ja, sie hat wirklich eine maximal nervige Stimme, aber sie taucht nicht so häufig auf und macht den Fall jetzt nicht kaputt. Deswegen ähm, finde ich trotzdem, also macht mir sehr viel Spaß beim Anhören. Höre ich immer gerne. Ja, ich wünschte, ich könnte über alle Folgen so detailliert sprechen. Vielleicht überspringe ich die jetzt mal hier, weil wirklich, also ähm, so Schüsse aus dem Dunkeln, die ist cool. Ja, sie sind so ein bisschen am Filmset, werden dann auch getrennt und so. Ist eine coole Folge, kann man sich geben. Ähm, und ich glaube, also das ist jetzt hier 70.
66. Ah, ich habe ein bisschen vorgegriffen. Also Geheimnis der Särge spielt in Deutschland, ist okay, sollte man mal sich anhören. Aber ist jetzt nichts Weltbewegendes. So späte Rache. Die verschwundene Seglerin ist auch wieder so eine Folge. Ja, die kann man sich zum Einschlafen mal geben, aber ist jetzt nicht so. Auch Poltergeist ist, glaube ich, auch solide. Man hat mal wieder so eine Geistererscheinung, die sein Unwesen treibt und ich glaube, sie sind auch getrennt dort. Die einen versuchen das Rätsel um den Geist zu lösen und die anderen müssen irgendwie einen Schlüssel wiederfinden und am Ende führen doch dann beide Stränge zusammen. Ist okay, aber so der Fall ist relativ unspannend. Sie sind meistens in dem Haus und suchen halt irgendwie den Schlüssel oder so, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so. Ähm, ja, die hier unten, Diamantenschmuggel hört sich ja ganz interessant an. Vielleicht höre ich mir den noch mal an. Schattenmänner sollte ich mir auch noch mal anhören. Ja, dreckiger Deal lassen wir mal außen vor. Und später Rache höre ich mir auch noch mal an. So brennendes Schwert. Wir haben hier wieder die Aztekenschwert, brennendes Schwert und ich habe es hier schon angekündigt. Ähm, also in my honest opinion ist das brennende Schwert eine richtig geile Folge. Also wir haben einen mysteriösen Gegenstand, das ominöse brennende Schwert, das am Anfang noch dreigeteilt ist in Heft, Klinge und roter Stein, so in der Mitte. Und Titus Jonas wird beerbt und bekommt einen dieser drei Teile, soll den aber nur übergeben. Und er sagt auch einfach, hey Justus, mach du das doch mit deinen Freunden, weil er kannte den gar nicht, von dem er es bekommen hat oder nicht so gut. Und dann machen sie sich auf die Suche und was sie finden, ist schockierend. Also sie begeben sich wirklich in brenzlige Situationen. Ja, sie brechen wo ein, wo die Leute noch zu Hause sind, verstecken sich im Keller, belauschen die Gespräche, kennen da nichts. Ähm, und am Ende, ich sag mal so, der Showdown ist interessant. So, also finde ich cool. Auch wieder die Thematiken, die da mit reingebracht werden. Es geht so ein bisschen um so eine Sekte und so. Ähm, ist eine sehr gute Folge. Ich würde sagen, sie ist nicht legendär. Dafür ist sie vielleicht schon zu fortgeschritten, ne? Aber es ist schon ein All-Time-Favorite von mir, muss ich sagen. Also, das ist so eine Folge, da sage ich ja, die kann ich immer mal anhören. Ja, die Spur des Rabens ist nicht meins. Das sind wieder irgendwelche komischen Leute, die sich als Raben verkleiden, Stimmen aus dem Nichts. Ist, glaube ich, cool, aber kann ich mich jetzt auch nicht so gut erinnern. So Pistenteufel. Früher, da erinnere ich mich noch, ja, als Kind, ich hatte die Wahl, Pistenteufel oder Feuerteufel. Welche Folge willst du haben? Und ich meine, dass mein Dad noch gesagt hat, so, nimm lieber Feuerteufel, Pistelteufel klingt ein bisschen komisch so. Und ich habe die genommen und ich habe mich eingeschissen für mein Leben, wirklich. Also, auch wenn wir da hinkommen, habe ich noch ein paar Anekdoten zu erzählen, ja. Aber sie klingen ähnlich. Beide Teufel, Feuerteufel, Pistenteufel, wobei das Cover schon in unterschiedliche Richtungen geht. Also der Feuerteufel hat hier auch die Maske des Feuerteufels drauf und hier ist es halt einfach nur so ein Skifahrer. Und es geht also eine Freundin von denen ist Skifahrerin oder sie lernen eine kennen, die Skifahrerin ist und sie wird aber von einem ominösen Vermummten verfolgt, auch über die Zeit, in der sie in diesem Wettkampf ist, also über mehrere Stationen. Ey, ich würde sagen, das ist eine Einsteigerfolge. So, wenn man mit den drei Fragezeichen vielleicht noch nicht so viel zu tun hat, ist es okay. Ey, das kann man sich geben, aber da ist kein Mysterium dabei. Es ist kein Horror, kein Grusel, keine Schnitzeljagd. Es tut mir leid, Leute, für alle, die die Folge mögen, ja. Aber für mich ist es eine Einschlaffolge, also maximal zum Einschlafen. Und selbst dann würde ich eher zu denen greifen, ja, ist klar. Aber
Jetzt kann ich sagen: „Okay, vielleicht höre ich da noch mal rein, um mir da noch mal 'n besseres Bild zu machen." Aber bei Pistenteufel bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das nix für mich ist. Oder ich weiß, dass es nichts ist. Ja, gefolgt von: „Ja, wir machen mal schnell Bandes-Voodoo, machen wir mal schnell weg. Ist nicht meins." Ja, also das Bild ist cool, die Idee ist sogar cool, also man hätte damit viel machen können, aber es wird da verpackt auch in so 'ner komischen Geschichte mit irgendwelchen mit 'ner Boyband und so, und es ist wirklich abgedreht und man kommt gar nicht hinterher. Von daher nicht meins, ja. Wird's noch 'ne, Kategorie Schmutz geben oder so, die würde für mich da reinkommen. Aber wir lieben alle 3 Fragezeichen-Folgen und sind dankbar für jede einzelne. Von daher, Schmutz gibt's da nicht. Es gibt halt nur Folgen, die nicht so gut sind. Im Gegenzug gibt's andere Folgen, die sind einfach fucking geil. Und das ist das leere Grab, ja. Auch All-Time Favorite, also wirklich ungelogen All-Time Favorite. Wenn ich die jetzt hier ranken müsste, die ist auf jeden Fall eine Stufe mit Volk der Winde, über Grüne Geist, ich weiß nicht, Grüne Geist, ähm, Brennendes Schwert, vielleicht so machen, vielleicht so. Vielleicht ist der Grüne Geist auch legendär und gar nicht meine All-Time Favorite, ja, das kann schon sein. Ist wahrscheinlich so. Ich wollte jetzt da hoch machen, weil ich mir dachte, das ist so 'ne coole Folge, aber eigentlich so, aber wir waren jetzt beim leeren Grab. Ja, Justus, es ist ja immer spannend, wenn man 'n bisschen mehr über den Background, von den 3 Fragezeichen lernt, und hier lernen wir was über seine Eltern, die ja verstorben sind bei einem Flugzeugabsturz über der Küste von Südamerika, glaube ich. Und hier tauchen vermeintlich seine Eltern wieder auf. Und es sind Gangster. Kann es sein, dass Just Eltern Gangster sind? Es gibt andere Folgen, in denen wir auch Familienmitglieder, ich glaube, den den Bruder von seinem Onkel noch mal oder so oder seinen Cousin oder so kennenlernen. Und dann, lernen wir auch bisschen was, dass wir wissen, die Eltern waren vielleicht gar nicht so cool. Ähm, wir haben hier wieder einen Jungen, Justus ist alleine, in Venezuela auf der Suche nach seinen Eltern und lernt da einen anderen JJ kennen. Und JJ ist cool, ja. Also, und die Folge macht mir einfach Spaß. Also, ähm, Just, der sich da irgendwie, widersetzen muss und sagen muss, er muss jetzt diese Entscheidung fällen, und entweder er fährt jetzt und muss dafür halt gewisse Sachen tun, wie Schule zu schwänzen, oder er lässt es halt sein, und er denkt, wenn er jetzt seine Eltern fragt oder halt seine, Tante Mathilda und Onkel Titus, die ja seine Eltern sind, ähm, wenn er die fragt, dann sagen die nein, und dann würde sich, also sagt er einfach: „Ey, ich muss das jetzt machen." Und manchmal gibt's ja im Leben solche Entscheidungen, die von anderen nicht verstanden werden, aber man muss einfach sagen: „Ja, nee, das mache ich jetzt einfach." Und er macht's und er zieht durch, und das ist einfach eine gute Folge, ja. Die macht Spaß, die ist tiefgründig, die ist emotional, ähm, und das hat man nicht so oft in den Fragezeichen. Von daher nur Liebe an diese Folge, und gleich hinterher Geheimakte UFO. Ja, ich muss sagen, es ist 'n All-Time-Favorite von mir. Ich mag diese UFO-Thematik. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich die Kassette früher hatte und die rauf und runter gehört habe. Aber Geheimakte UFO ist mysteriös. Ja, sie sehen die es ist 'ne coole Frau dabei, die Cosima nennt sie sich, glaube ich. Ähm, die so 'n bisschen lehrt und 'n bisschen sagt: „Ah ja, ich kann euch da helfen." Ja, sie arbeiten mit dem Internet und, halten sich in Foren auf, ja, um andere UFO-Spinner, und es kommt eben dieser Autor, der auch in Bedrohte Ranch schon mal erwähnt wurde,
Also vielleicht so eine kleine Selbstreferenz und ansonsten, ja, Aliens, da hast du mich schon. Und auch ein cooles Cover, wenn ich mir das so anschaue. Ja, wir sind jetzt aus der Eigerrasch-Zeit raus und die Cover werden ein bisschen moderner, aber sie bleiben ja immer irgendwie diesem Ursprungsstil treu, werden aber zunehmend komplexer. Also hier geht deutlich mehr ab auf den Covern als jetzt hier so, die ja eher stilistisch sind. Und wäre jetzt vielleicht heute nicht mehr so, war vielleicht auch einfach, weil es Eiger Rasch ist, so einfach ihre Feder, ihren Stil. Ähm, Es gibt ja jetzt die ganz Andreas, können wir hier, sein Kürzel ist auf jeden Fall auch AR, Andreas Ruch, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Er ist jetzt auch Autor und hat aber auch immer so hobbymäßig Cover gemacht. Und sein Stil, ich glaube, es ist er hier. Also, oder er. Ich glaube, verrückte Yacht ist von ihm. Das könnte von ihm sein. Das könnte von ihm sein. Ähm, Die sich anlehnt an die alten Cover, aber ja, also hier ist viel mehr los als auf den alten Covern. Ist nicht so, ist nicht so einzigartig, aber sie bleiben ihrem Stil treu und das finde ich schon ganz gut. Kleiner Funfact so, ja, dass ähm, als sie die Bücher rausgebracht haben, die ersten, ja, da wollten sie das Cover noch anders machen, aber ich glaube, es war sogar Eiger Rasch, die darauf bestanden hat, dass ja das Cover schwarz ist, so. Und gab es davor nie irgendwie, dass Kinderbücher ganz schwarz sind und ja, Europa und Kosmos Verlag haben es halt gemacht für 3 Fragezeichen und das hat auch gut funktioniert. Ja, eine Fußballfolge lassen wir mal weg. So, Karten des Bösen ist 'ne interessante Folge. Ich schieb's jetzt mal zu solide. Ähm, Ich sage mal so, da die Auflösung ist bisschen wild, aber es macht trotzdem Spaß. Es macht Spaß, die Auflösung ist wild, aber bis dahin hat man eigentlich ist bisschen wie 'ne Achterbahnfahrt so. Also, es geht so 'n bisschen auf und ab, auch düster, ja. Irgendwie, es wird 'ne Katze vergiftet oder in 'nem Busch erhängt sogar. Also, da geht's schon stark zur Sache. Meuterei auf hoher See. Ja, ist okay, ist nicht allzu besonders. Ja, sie sind halt irgendwie auf 'nem Schiff und dann kommt raus, dass, ja, ich glaube, das ist mit so 'ner Expedition, Forschungsteam und die wollen dann was anderes, keine Ahnung. Ja, Musik des Teufels ist okay. Also, da erhofft man sich mehr. Da erhofft man sich mehr. Man sieht 'n Teufel, man sieht so 'ne Stradivari-Geige vielleicht, ähm, aber es ist da 'n bisschen enttäuschend. So, und jetzt kommen wir zu meiner wirklich, wirklich All-Time-Favorite-Folge, ja. Favorite of Favorites of Favorites. Meine absolute Lieblingsfolge ist der Feuerturm. Ja, ich glaube, in der Community kommt die nicht so gut an, aber für mich hat die alles, was eine gute Drei-Fragezeichen-Folge ausmacht. Also, sie hat die 3 Fragezeichen. Sie hat eine coole Location, so ein Nationalpark, so 'n Naturpark irgendwie. Ähm, Es hat Referenzen so, es geht so um schottische Architektur bisschen, also irgendwie sagen sie: „Ah, sie haben, den schwarzen Turm Stein für Stein aus Schottland hierher gebracht“, so. Also, ähm, es gibt eine fantastische Schnitzeljagd. Es ist eine coole Frau dabei. Ich erwähne jetzt immer die coolen Frauen, weil vorhin habe ich gesagt, das sind immer nur nervige Mädchen und wenn ich weiß, da sind coole Frauen dabei, ähm, aber auch unangenehme Frauen, ja, die Lady McQuire oder so, Lady McGuire, sie ist 'n Ekelpaket.
Aber es gibt eine coole Schnitzeljagd, wirklich eine der Top-Schnitzeljagden, die es in 3 Fragezeichen gibt. Also, sie kriegen einen Brief, sie sind am Strand, ja, aber entscheiden sich, den Brief erst heute Abend aufzumachen und da ist dann alles eigentlich schon zu spät. Sie hätten ihn gleich aufmachen müssen und dann, ähm, verpassen sie den Treffpunkt oder so und, entscheiden sich aber, sie helfen trotzdem, ja. Und dann stellt sich aber raus, wem haben sie geholfen? Ja, ich will gar nicht zu viel spoilern. Ähm, also sie gehen dann da raus und lösen das Rätsel vor allen anderen und von daher wirklich eine fantastische Folge, höre ich mir immer wieder gerne an. Ähm, und kann ich auch, also wenn ich die 1000 Mal gehört hätte, wäre immer noch okay. So, Nacht in Angst. Ich weiß, die mögen viele und von daher mache ich es mal auf solide. Ist eine solide Folge. Sie sind irgendwie im Museum gefangen für eine Nacht. Ähm, aber hat mich nie so abgeholt. Ist halt genau eine Folge nach Feuerturm und nach Feuerturm brauche ich erstmal, da muss ein richtiger Banger kommen und der Banger kommt mit Wolfsgesicht. Ja, ey, ist auch eine All-Time-Favorite. Also, die schöne Helena wird entführt von Paris. Auch wieder sowas. Das hat man dann schon mal gehört, ja. Es ist so eine Referenz ans alte Griechenland, glaube ich. Oder alte Rom. Da wäre ich schon wieder überfragt. Aber wir haben einen coolen Bösewicht. Wir haben eine geile Schnitzeljagd. Ja, mit Briefen, mit zusammengeschnittenen Lettern und so. Ähm, ich finde den Einstieg sehr cool in die Folge, also wie die überhaupt anfängt, wie er da reinstolpert. Also Justus will eigentlich nur in den Laden gehen und just wird er von der Polizei angehalten, weil er hat einen Baseballschläger dabei. Ja, wieso hat Justus jetzt einen Baseballschläger dabei? Ist egal, aber passt trotzdem so irgendwie. Also, und ich ziele in das Licht. Ja, dann der Junge, der versucht mit dieser Wahnsinnstat sich zurück ins Leben zu katapultieren. Ja, also ähm, Peter Gabriel, Sexhändler. Der Sexhändler, wo Bob arbeitet. Ähm, Sexhändler übrigens richtig ausgesprochen, aber selbst wenn die selber sagen, denkt man auch Sexhändler. Ich denke, ja, was redest du? Aber ähm, und auch diese, wie nennt das? Da komme ich jetzt nicht drauf, aber so die Bedeutung umzudrehen, je nach Kontext, so. Also sehr viele spannende Ansätze da drin. Man kann auch selber ein bisschen kombinieren. Wer ist das Wolfsgesicht und so weiter. Polizeiparty. Mrs. Gambler heißt sie so. Sie hat auf jeden Fall eine sexy Voice und Bob verguckt sich, glaube ich, auch ein bisschen in die. Aber sie spielt nicht so eine große Rolle. Ja, Vampir im Internet, not mine. Tödliche Spur wüsste ich jetzt auch nicht, um was es geht. Feuerteufel, ja. Ich schaue schon mal so ein bisschen vorweg, aber wir begeben uns auf die Zielgerade. Also wir sind ja noch 10 Folgen quasi offen. Ähm, Feuerteufel. Also auch wirklich, ist All-Time Favorite of mine. Ich finde es die gruseligste Folge, die coolste gruselige Folge. Also H.P. Lovecraft wird aufgegriffen, Edgar Allan Poe auch eher, glaube ich sogar. Ja, Poe ist in Baltimore gestorben. Ja, das weiß ich daher, wo Edgar Allan Poe begraben liegt, in Baltimore. Und also dieser Maskenladen am Anfang, dann dieses Haus im Wald irgendwie auf so einer Lichtung, aber ganz allein und es ist komplett schwarz und steht schief und die dicken Wände sorgen dafür, dass es nirgends einen rechten Winkel gibt und alles ist ganz komisch und dann die Anzeichen, alles steuert auf den 31.12. hin, die Nacht, wo die Wand verschwindet ins andere und
Und da ist wirklich alles dabei. Also, und diese eine Szene, ja, also da ist dieser Mann, der wohnt in diesem Haus, ja, in diesem schwarzen Haus. Und er geht duschen und dann kommt Blut aus der Dusche, ja. Und als Kind, ja, ich habe diese Folge gehört und ich konnte die zweite Seite nicht hören, also die zweite Seite von der Kassette, weil da war irgendwo diese Stelle mit der Dusche und ich fand es so schlimm irgendwie. Und gab dann Zeiten, ich konnte auch nicht mehr duschen, so. Einmal waren wir so im Urlaub, ja, ich war so 10 Jahre oder so, Urlaub auf dem Bauernhof. Und ich habe die Kassette im Auto gehört und ich konnte nicht dort duschen gehen, ja, weil ich dachte, ey, da kommt gleich Schweineblut aus der Dusche. So, ist mir zum Glück nie passiert, aber wirklich ähm, horrific. Also, wenn man Bock hat, sich zu gruseln, ist das die Folge. Und wenn ich es jetzt hier so einrenken müsste, ja, also ich höre mir lieber Volk der Winde an, bin ich ganz ehrlich. Ich höre mir auch lieber Grab an. Ähm, aber die sind wirklich alle auf einer Stufe, so ungefähr. Ja, ich denke, das würde passen so. Weil auch mit so einem Zirkel der Enigma oder so, ähm, also da erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gut und dann macht die Tierliste auch Spaß, wenn ich mich erinnere. Ähm, Todesflug ist wirklich mal die erste wirklich abgespacede Folge, ist okay, ja. Die muss man sich mal hören, äh, um zu wissen, was noch möglich ist im Universum der drei Fragezeichen, weil ja, also abgespaced trifft's eigentlich den Nagel auf den Kopf. Man sieht's ja auch schon. Ich glaube, Bob wird gekidnappt und in so ein Spaceship gesetzt und soll zum Mond geschickt werden oder so. Also, no joke. So. Und die ist schon am Abheben, die Rakete. Und Justus muss da noch schnell was einprogrammieren, damit er doch nicht abhebt. So. Schwarze Monster. Auch eine Favorite-Folge, ist jetzt kein All-Time-Favorite. Ich würde sagen, es ist eine solide Folge. Beziehungsweise ich würde sagen, es ist eine sehr gute Folge. Wir haben wieder so Zirkusthematik, finde ich, funktioniert bei den drei Fragezeichen immer ganz gut, weil es so eine Welt, also so eine kleine abgeschlossene Welt ist. Der Zirkus, also man weiß, okay, da gibt es irgendwie verschiedene Fahrgeschäfte, ein Zelt und so. Und hier haben wir ein schwarzes Monster als Hauptattraktion, die auch gefährlich brüllt. Also das Brüllen so, als Kind war das auch nicht immer ganz einfach, das zu ertragen, so, weil sie brüllt schauerlich. Ähm, stellt sich dann aber auch als bisschen, ja, ich würde das offen lassen, ja, ich will da hier jetzt auch nicht immer die Enden spoilern, aber macht Spaß. Ist eine coole Folge, ist eher so eine Monsterfolge, also weniger ähm, so eine Schnitzeljagd, sondern eher so ein Monster und das Mysterium, das darum aufgeklärt werden soll. Wir schauen jetzt mal, was wir noch haben. Der Rote Rächer. Ja, wir machen jetzt mal wirklich nur bis 100, bis Toteninsel. Und also Labyrinth der Götter, keine Ahnung, Geisterschiff weiß ich jetzt auch nicht. Hey, Botschaft von Geisterhand würde ich mir jetzt auch nicht nochmal anschauen. So, das Cover verspricht viel, aber ich glaube, es ist dann not worthy. Dann haben wir der Rote Rächer. Wir erfahren wieder ein bisschen was über Backstory, diesmal zu Mathilda Jonas. Ähm, wobei eigentlich nicht so. Sie ist nur ein bisschen der Aufhänger der Story. Ähm, ich sag, ist eine solide Folge. Also, ich finde, sie ist ein bisschen besser als okay. Ähm, weil schon so, also hier auch so das Feuer ist, oder das alchemistische Zeichen für Feuer ist das Dreieck, was dann auch in der Geschichte wieder, es gibt so eine Bedrohung, aber auch ein Rätsel, so, wo wird er als nächstes zuschlagen? Paar nette Nebencharaktere. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist so, er hat so eine Fistelstimme und die ist ein bisschen überzeichnet für meinen Geschmack.
Aber ist eine solide Folge, denke ich, kann man sich auf jeden Fall geben. Genauso verhält es sich mit Insektenstachel. Ja, daher weiß ich, was Heraldik ist, ja, die Lehre der Wappen. Ähm, auch bisschen, auch, es gibt auch so eine nervige Stimme von so einer alten Frau, die immer rumschreit. Nee, nimmt sie weg, die Biester. Aber ist eine coole Folge, kann man sich super gut anhören. Ähm, macht Spaß, die Auflösung ist gut, passt eigentlich. Ich glaube, also ich suche immer so eine Folge von, wo sie so im Wasser sind, im Wasser sage ich schon, in so einem Tal und da werden sie so verfolgt und davon gibt's auch einige, die auch alle so ähnlich sind im Cover. Da müsste ich dann noch mal schauen, welche die richtige ist. Und ich glaube, die ist okay. Ich sage jetzt einfach, die ist okay. Aber sind wir ehrlich, aber man will sich Todesflug nicht zum Einschlafen anhören. Man will das schon mal einmal gehört haben, aber man hört es nicht öfter. Und Rufmord geht's, glaube ich, ist nicht meins. Da ist mir die Fallhöhe auch nicht groß genug. Und dann hätten wir hier noch die Toteninseln. Und das ist ja, glaube ich, wirklich die All-Time-Favorite-Folge von vielen. Ich muss sagen, muss ich nochmal anhören. Ich habe mir die nie richtig gegeben. Die ist mir ein bisschen zu lang auch. Ähm, und interessiert mich irgendwie auch nicht so. Also, das Cover spricht mich nicht an. Es sind wohl 3 Fälle in einem. Aber ja, und hier Nebelberg ist cool. Sieben Tore, ja, ist cool. Auge des Draches gar nicht meins. Villa des Toten nicht meins. Aber hier, der geheime Schlüssel ist cool. Spur ins Nichts ist cool. Schwarze Madonna ist okay, ist solide. Ja. Und auch hier Feuermond und Toteninsel sind irgendwie für mich so gleich. Da wüsste ich jetzt nicht. Aber genau, das soll es mal gewesen sein. Das ist meine finale Tierliste. Ja, also man muss schon sagen, so, also legendär sind wirklich so die älteren Folgen. All-Time Favorite haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, Top 10, ne? Top 10 würde dann wahrscheinlich einfach der Super Papagei noch nachrutschen. Er ist schon All-Time Favorite, ja. Ich hatte dafür der grüne Geist, aber ich glaube, so die ganzen Referenzen aus Super Papagei holt's für mich an der Stelle raus. Also Lucus, Lucullus et Lucu oder Errare humanum est, Irren ist menschlich, ja. Einzige 2, 3 Brocken Latein, die ich kann, kenne ich aus Super Papagei. Und ja, auch mit Senior Silver, ja, diese ganzen Anspielungen auf Bücher und so weiter, das ist einfach sau cool gemacht. Und ja, schwarze Skorpion, das ist auch wieder, da fällt er, glaube ich, auch wieder auf den Skorpion drauf oder so. Naja, gut, Freunde. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Liste. Ich bin zufrieden mit der Liste. Ich würde die jetzt mal gerne hier safen. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, fürs Reinschauen. Folgt mir gerne auf Twitch. Ich streame Montag bis Freitag immer ab 15 Uhr. Viel Variety, viel Quatschen, gerne viele Tierlisten. Wir lernen auch zusammen und machen so Zeug, ne? Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.